Moin, jo, ich nehme euch heute mit auf meine Rasurroutine. Ich hatte euch ja beim letzten Video gesagt, dass ich jetzt meine Glatze rasiere mit einem Rasierhobel heute. Und ja, da wollte ich euch heute mal mitnehmen in meiner wöchentlichen Routine. Und ja, ich habe mir eigentlich ganz gute Produkte ausgesucht. Und zwar habe ich mir heute entschieden für ein Rasierhobel von der Marke Mühle. Das ist ein offener Kamm. Ähm, ja, den nehme ich für die Glatze heute. Letztens habe ich ja Bartrasur gezeigt. Und dann nehmen wir dazu eine passende Rasierklinge von Treat Platinum. Die sind sehr gut, die gefallen mir. Zum Vor auf die Kopfhaut machen, damit das ein bisschen rutschig geht, also ein bisschen mehr, sagen wir schnell über den Kopf gleitet. Ein Pre-Shave Gel von der Firma The Godfather Smile. Dann eine sehr, sehr feine, gute Rasiercreme von der Marke Tyler auf Bond Street mit Sandelholz. Das mag ich persönlich sehr gerne. Das riecht auch, wie gesagt, Luxus pur. Und ja, das habe ich mir auch schon hier reingemacht in der Holzschale. Ja, muss ich mal ein bisschen höher halten. Ehrlich, ich sehe mich selber über die Uhr gerade. Und habe ich auf den Löffel schon drauf gemacht. Das werden wir gleich zubereiten. Oder fertig machen. Zubereiten, na. Sieht an, als wenn ich es gleich essen würde. Und dann zum Abschluss ein schön super Duft auch von Tyler auf Bond Street. Das passende Aftershave. Auch schöner Sandelholzduft. Kann man sagen, ist ähnlich wie diese von der Marke ProRes, die rote. Aber das ist natürlich noch viel, viel feiner. Ne? Ja, dann würde ich sagen, mache ich erstmal die Rasierseife auf Schäumen. Die geht, wie gesagt, ganz easy. Ganz locker. Einfach ein bisschen einschmieren hier. Dann nehmen wir den Rasierpinsel, ist ein 24 mm, auch von der Marke The Godfather Smile. Das ist so ein synthetischer Pinsel. Das heißt, hier muss man nicht lange einweichen, einmal mit warmem Wasser nass machen. Dann tust du die Sache einmal ein bisschen hier rühren in dein Schale hier, in der Schale. Und der geht auch gleich wunderbar auf. Wir sehen, das ist ein ganz, 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 ganz feiner, herrlicher Duft. Sandelholz. Ich mag die Duftrichtung sowieso total gerne. So, und siehst du, der geht gleich auf. Er lässt ihn kurz ein bisschen stehen. Dann muten wir die Rasierklinge rein. Ich muss mal wieder kurz gucken, weil, wie gesagt, ich nehme über die Apple Watch hier, steuere ich das gerade. Machen wir mal die Klingpapier hier ab. Ja, wenn ihr auch noch nicht wisst, wie man Rasierhobel, habt ihr hier die Klinge. Das ist der Deckel, wollte ich gerade sagen. Das Dach vom Rasierhobel. Dann packt ihr das drauf. Habt ihr hier unten auch die Kerbung, könnt ihr sehen. Und passende Gegenstück. Und dann schön festhalten, festziehen. Und dann ist das gute Ding auch schon, sag ich mal, scharf gestellt. Gut, dann muss ich jetzt einmal kurz meinen Kopf einmal anweichen. Dann mache ich kurz Pause und dann schmiert das auf. Dann melde ich mich gleich zurück, wenn schön heißes Handtuch, bisschen den Kopf drauf gemacht, damit die Haut sich ein bisschen entspannen kann und das ein bisschen ja, besser wird. Jetzt mache ich ein bisschen Schuss Öl hier drauf, dieses Pre-Shave, weil beim offenen Rasierhobel mit offenen Kamm ist schon besser, wenn man was drauf macht, damit das ein bisschen besser gleitet. Sonst besteht die Gefahr, dass du dich halt schneiden kannst. Also so mache ich das halt immer. Ja, dann geht halt auch schon los. Dann nehmen wir den luxuriösen
Schaum und tun uns schön die Birne einkleistern damit. Und das ist ein herrlicher Duft, ich sag's euch. Ich habe den auch lange nicht benutzt. Ich habe zu viele Seifen. Aber wie gesagt, den habe ich sehr, sehr, sehr lange nicht benutzt. Ist auch was ganz Feines. Aber habe ich mir gedacht, heute benutze ich den mal und führe das euch vor. Schön einmassieren mit dem Pinsel. Und dann könnt ihr auch schon loslegen und die erste Rasurborn, sag ich mal, legen. Wie gesagt, beim offenen Rasierkram ganz wichtig, nicht mit Druck ausüben, sondern einfach schön locker ziehen. Ne? Ich gehe erst mit und dann gehe ich gegen den Strich. Fang hinten an, ganz locker einfach ziehen und die Rasierklinge, den Hobel arbeiten lassen und schön deine Bahn ziehen. Und dann sollte das auch alles super klappen. Ja, ihr könnt mir ja mal in den Videos unter den Kommentaren mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr so mehr sehen würdet. Bartpflege, Kopfrasur, allgemein mit dem Rasierhobel, Sachen noch zeigen. Wie gesagt, da bin ich offen. Ich hätte euch sonst auch das nächste Mal, würde ich gerne euch zeigen, noch mal ein bisschen den Bart stutzen, also zurecht machen, so wie ich es eigentlich mache. Und dann halt im Nachhinein noch mal zeigen, Bartfärbung. Das mache ich auch ab und zu. Ja, das könnt ihr mir ja mal wissen lassen, wie ihr da Bock drauf hättet, was ihr da sehen würdet. Mal noch mal hinten schön gegen den Strich dann gehen. Das Gute ist beim offenen Kamm, dass du da nicht ziemlich oft rüber gehen musst, sondern gleich akkurat alles hinkriegst, normalerweise mit 2 Durchgängen. Und dann kleistert ihr das nochmal ein. Und dann geht ihr die Runde gegen den Strich. Und dann solltet ihr dann schon eigentlich einen schönen, klaren, nackten Bibi-Popo haben auf der Birne. Ja. Also der Duft ist wirklich einmalig. Den kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal sowas ausprobieren wollt. Kauft euch dieses Teil auf Bond Street. Das ist allgemein, welche Seife ihr davon nimmt, die sind alle klasse. Aber diese persönlich finde ich besonders sehr edel. Und der Duft, der ganze Raum riecht hier nach Sandelholz. Ne? Also ich liebe das. So, jetzt gehen wir gegen den Strich. Da genauso einfach locker durchziehen, ohne Druck. Ganz wichtig, ohne Druck. Sonst kriegt ihr richtig schnell einen Schnitt. Und dann müsst ihr erstmal die Blutung stoppen. Da habe ich auch zwar so einen Alaunstein, aber ist schon besser, wenn ihr ihn nicht benutzen müsst. Kann man auch benutzen ohne Blutung und nach der Rasur einfach zum Desinfizieren einfach mal rübergehen. Auch im Ohr auch noch ein bisschen. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt regelmäßig schöne Videos wieder drehen und euch dann, wie gesagt, alles Mögliche zeigen. Wenn ihr, wie gesagt, mal Wünsche habt, was ich vorstellen soll, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Und dann werde ich das auf jeden Fall mal mit einbeziehen. Und dann kriegen wir das schon hin, gar kein Problem. Auch so Parfüms oder sowas kann ich gerne vorstellen. Da habe ich auch ja, genug von. Das ist jetzt, glaube ich, auch der letzte Durchgang. Da gehe ich jetzt auch noch mal einfach gegen den Strich. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, so. Und kurz im Nacken ein bisschen nachgehen. Ist eigentlich nicht so gut, gerade weil ich so trocken rübergehe. Aber kann man mal machen, wenn man sich zu oft macht. Ne? So, das war schon mit der Rasur. Jetzt mache ich auch mal kurz sauber.
Einmal ablöschen die Birne. Dann nehme ich so ein Reinigungswasser, so ein Toner. Einfach ein bisschen über den Kopf geben, schön einwirken lassen. Könnt ihr auch immer durchs Gesicht mitmachen. Das schadet nicht. Und dann kommt schon das geile Aftershave. Und das ist wirklich ein pures Erlebnis, sage ich euch. Das ist echt geil. Oh, herrlich. Oh, das ist echt ein geiles Geruch, geiles Ding. Geiles Geruch. Siehst du, kommt schon ins Stottern. Ja, und wenn ihr dann nachher, wenn das eingezogen ist, für Glatzenträger, kann ich die Creme hier empfehlen. Kurz gucken, habe ich noch meine Kamera an, ist gerade weggegangen. Ja, nimm noch auf. So, da kann ich die Creme hier empfehlen. Das ist AOK, glanzlos, schön, kriegt ihr beim DM. Die macht die Glatze schön matt, kostet 3 € oder was. Und kannst du dann stellen, drauf machen für die Pflege, Schutz für die Kopfhaut nochmal und ja. Jo, das war's dann eigentlich auch schon. Jetzt räume ich hier auf und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich denke mal, das nächste Mal stelle ich eine Parfümsammlung vor oder halt nochmal einen Bartschnitt mit Bartfärben. Wenn ihr was auch immer davon sehen wollt, könnt ihr das ja in den Kommentare unten reinschreiben und dann werde ich das berücksichtigen und dann halt vorziehen oder wie auch immer. Ansonsten werdet ihr ja sehen, was ich demnächst vorstelle. Ja, das war mir wieder eine große Freude. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und Daumen hoch und ein kleines Abo. Wie gesagt, Support ist kein Mord. Damit würdet ihr mir sehr viel helfen, um den Channel ein bisschen weiter voranzutreiben. Und ja, ich bedanke mich. Bis dann. Wünsche euch einen schönen Tag. Euer Jan. Bis dann. Ciao.